Ich darf Ihnen heute etwas erzählen vom europäischen Green Deal, der europäischen Vorschrift EPDM, das daraus resultierende GEG über ESG und zertifizierte Stellen. Alle genannten Begriffe haben eins gemeinsam: die Klimaneutralität. Der Klimawandel oder den Klimawandel zu leugnen, ist nun wirklich etwas Überholtes. Die globale Erwärmung erzeugt durch uns Menschen ist leider Realität. Dem müssen wir entgegentreten. Hamburger kennen dieses Bild. Der Fischmarkt unter Wasser gab schon immer. Nur die Abstände zwischen den Stürmen und Hochwasser werden immer geringer. Analysten zählen den Klimawandel zu den Top-Risiken für die Weltwirtschaft. In den letzten 50 Jahren konnten 11.000 Katastrophen auf den Klimawandel zurückgeführt werden. Mehr als 2 Millionen Todesfälle und 3,64 Billionen US-Dollar Sachschäden sind aufgetreten. 50% der registrierten Katastrophen und 3/4 der wirtschaftlichen Verluste sind durch Klimaextreme entstanden. Also es ist tatsächlich so, der Klimawandel zählt zu den Top-Risiken der Weltwirtschaft. 75% des europäischen Immobilienbestandes werden als ineffizient beurteilt. Und ca. 75% der Gebäude, die es im Jahre 2050 geben wird, stehen bereits heute schon. Also müssen wir jetzt handeln, um diese 75% der Gebäude so effizient wie möglich zu bekommen. Wir brauchen rasche, unmittelbare und groß angelegte Reduzierung der CO2-Emissionen. Neue Klimahochpunkte, CO2-Emissionen sind höher als zu jedem anderen Zeitpunkt in den letzten 2 Millionen Jahren. Die Erderwärmung ist schneller, als wir vorhergesehen haben. Die Extremwetterlagen werden immer intensiver und häufiger. Die Investitionen sind jetzt 3 bis 6 Mal niedriger als bis 2030 erforderlich, um die Erwärmung auf unter 1,5 Grad bzw. 2 Grad zu erhalten. Das heißt, wir müssen jetzt unmittelbar reduzieren. Werfen wir einen Blick auf die Geschichte der Klimaanstrengungen weltweit. 1992 ist bei den Vereinten Nationen beschlossen worden, dass wir die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in Angriff nehmen. Das wurde dann 1997 im Kyoto-Protokoll mit dem Ziel, dass die Industriestaaten die Treibhausgasemissionen um durchschnittlich mindestens 5% im Zeitraum zwischen 2008 und 2012 im Gegensatz zu 1990 reduzieren. Das haben die Industriestaaten erst einmal für sich vereinbart. Dann 2015 kam, ja, ich sag mal, der große Bang, dass dann alle Staaten weltweit der Meinung waren, wir müssen etwas tun. Und dann die Treibhausgasemissionen auf 1,5 Grad zu beschränken. Und das ist das, was wir jetzt machen müssen, jetzt umsetzen müssen. Wir müssen das, was zum Beispiel bei der EU, beim Green Deal verabschiedet worden ist, auf nationaler Ebene umsetzen. Unsere Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Green Deal verglichen mit dem, ja, das ist der Europas Mann auf dem Mond-Moment. Es ist elementar wichtig für die Menschheit und für uns alle, dass die Klimaneutralität bis 2050 durchgesetzt wird. Wir müssen bis 2030 reduzieren und wir haben einen Vorschlag für ein CO2-Grenzausgleichssystem 2021 ist verabschiedet worden und es wurde sehr viel Geld, 1 Billion Euro in die Hand genommen. Was beinhaltet den europäischen Green Deal? Das sind natürlich die ambitionierten Klimaschutzziele für 2030 und 2050, aber auch noch andere Teile sind mit dazu, wie die Versorgung mit sauberer und sicherer Energie, die Mobilisierung für eine saubere, kreislauforientierte Wirtschaft, Null-Schadstoffziel für eine schadstofffreie Umwelt,
Soziale Gerechtigkeit ist auch mit eingefasst worden und natürlich Energie und ressourcenschonendes Bauen. Wir denken daran, dass Betonherstellung sehr energieintensiv und CO2 schädlich ist. Die Ökosysteme, Biodiversität soll erhalten werden. Und Fairness, gesundes, umweltfreundliches Lebensmittelsystem soll vorhanden sein. Und wir erinnern uns an die Fahrzeugtechnik, Tesla und Co., rasche Umstellung auf eine nachhaltige und intelligente Mobilität, die aber eigentlich nur einen kleinen Teil ausmachen. Und das Ganze muss natürlich finanziert werden und gefördert werden. Hier haben wir mal einen Überblick, wie das Pariser Klimaabkommen umgesetzt werden soll, weil wir müssen ja auch Gesetze haben. Da gibt es auf der linken Seite hier einen, ich nenne es mal, allgemeingültigen Teil mit der Klimaschutzverordnung auf europäischer Ebene, die dann in Deutschland in Gesetze umgesetzt wird. In der Mitte sieht man dann, wie wir das in unserer Branche mit einer Renovierungswelle umsetzen wollen. Aber wir haben auch Ratingagenturen, die das Ganze als dritte Instanz überwachen sollen. Bleiben wir mal auf der linken Seite bei den Klimaschutzverordnungen. Die Europäische Klimaschutzverordnung sieht vor, dass wir bis 2030 55% der Treibhausgasemissionen einsparen. Bis 2030. Und 2050 Treibhausgasneutralität hergestellt werden soll. 2050. Im deutschen Klimaschutzgesetz ist diese Verordnung übernommen worden, also in einem Gesetz. Und wir sind ambitionierter als Europa, um die Ziele besser erreichen zu können. Wir wollen statt 55 2030 65% der Treibhausgasemissionen einsparen. 2040 sollen bis zu 80% eingespart werden. Und wir wollen die Klimaneutralität, die Treibhausgasneutralität schon 2045 erreichen. Also das deutsche Gesetz ist schon ambitionierter als die Verordnung auf europäischer Ebene. Ja, schauen wir uns Reporting- und Ratingsysteme an. Gebäude werden durch verschiedenste Institutionen überprüft. Das geschieht über gesetzliche Reportingpflichten, aber auch über freiwillige Berichterstattung und Zertifikate, zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB, die da Zertifikate vergibt, die einen Bronze-, Silber-, Gold- und Platin-Status, sicherlich schon alle einmal gehört. Das ist etwas, ich nenne es mal die dritte Säule, die überwacht, wie Gebäude zertifiziert werden sollen. ESG, Sustainable Finance, bedeutet, dass ein nachhaltiges Finanzwesen umweltbezogene und soziale Aspekte bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden. Diese Berücksichtigung von ESG-Kriterien soll das Bewusstsein über Auswirkungen der Risiken geschehen. Die Auswirkungen auf die TGA sind vielfältig. Wer sich mit der Börse und Investitionen beschäftigt, hat bestimmt schon von ESG gehört. Die Mehrheit institutioneller Investoren berücksichtigt bereits Nachhaltigkeitskriterien bei der Kapitalanlage bzw. Investitionen. Besonders ausgeprägt ist dies bei Kapitalverwaltungsgesellschaften, bei Stiftungen und Kirchen sowie Versicherungen. Entsprechend stieg auch der ermittelte Stimmungsindex zur nachhaltigen Kapitalanlage im Vergleich in 2017 zum Vorjahr um 3,5 auf 22,9 Punkte und bestätigt damit die wachsende Akzeptanz nachhaltiger Kapitalanlagen bei Investoren. Der ESG-Begriff hat sich wohl auch infolge dieser Geschichte herausgebildet und zum Ziel, Nachhaltigkeitskriterien zu benennen, als auch messbar und vergleichbar zu machen. Es ist also ein Überbegriff und Orientierungsrahmen, da Nachhaltigkeit von vielen Menschen unterschiedlich definiert wird und was als unethisch empfunden wird, von Person zu Person variieren kann, ist hier natürlich ein großer Interpretationsspielraum vorhanden. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass immaterielle Faktoren wie Mitarbeiterzufriedenheit schwerer messbar sind. Manche ESG-Kriterien sind auch schwer greif- und messbar, da ihre Implikationen und Reichweite komplex sein können, wie zum Beispiel konkrete Umweltauswirkungen eines Produkts oder einer bestimmten Chemikalie.
Diese sind sehr eng an den Forschungsstand der Wissenschaft gekoppelt. ESG-Kriterien und der Versuch, Nachhaltigkeit messbar zu machen, stößt also auch an seine Grenzen. Seit 2017 sind börsengelistete Unternehmen in Europa verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht anzufertigen. Dieser wird meist der Bilanz angehängt als sogenannter Lagebericht. Ratingagenturen übernehmen üblicherweise die Prüfung der ESG-Kriterien. Diese größtenteils auf ESG-Kriterien spezialisierten Agenturen fassen die Informationen des Unternehmens zusammen und stellen den Bericht anschließend Banken, Fondsgesellschaften oder institutionellen Anlegern zur Verfügung. Bekannte Nachhaltigkeitsratingagenturen habe ich im Vorfeld einmal eben gezeigt. Zur besseren Vergleichbarkeit gibt es festgelegte ESG-Scores, anhand derer sich die Unternehmen oder Staaten beurteilen lassen können. Im Folgenden wollen wir den Bereich Umwelt näher betrachten, da er für die TGA relevant ist. Umweltschutz, Strategien zum Klimaschutz, Einsatz erneuerbarer Energien, Reduktion der Emissionen und schonender Ersatz von Ressourcen ist da als erstes zu nennen. Es gibt immer wieder Fragen, typische Fragen über die Auswirkungen zur TGA. Zum Beispiel, welche Strategien und Pläne hat das Unternehmen zur Abmilderung des Klimawandels? Wie groß ist der CO2-Fußabdruck eines Unternehmens? Nutzt das Unternehmen Energie aus erneuerbaren Energiequellen? Werden natürlich Ressourcen entlang der Wertschöpfungskette geschützt, zum Beispiel durch Reduktion, Effizienz, Kreislaufrückführung? Werden nachhaltige Produkte, Technologien und Infrastrukturen eingesetzt? Ist das Gebäudemanagement ganzheitlich? Umgang mit Material, Energie, Wasser, Luft? Leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Luftreinhaltung? Und wie ist die Logistik organisiert, zum Beispiel kurze Lieferwege? Schauen wir nun einmal auf die Gesetzgebung. Was bewegt Unternehmen und die Öffentlichkeit? Wir haben sicherlich die ganzen Schlagzeilen schon einmal gelesen. EWE will bis 2035 klimaneutral sein. Jeff Bezos spielt Klimaretter. Bis 2040 will Amazon CO2-neutral sein. Volvo will bis 2040 klimaneutral sein. Daimler will CO2-Ausstoß auf Null senken bis 2039. Das hat alles damit zu tun, dass wir eine Gesetzgebung haben. Und diese Gesetzgebung war in der letzten Zeit, wie soll ich sagen, ein wenig in der Kritik. Denn das GEG ist eigentlich durch die Presse nur als der Heizhammer bekannt geworden, Habecks Heizhammer. Aber man muss ehrlicherweise sagen, das GEG ist eigentlich Umsetzung europäischen Rechts und hat schon Auswirkungen auf die Immobilienbranche. So zum Beispiel von 2022 bis 2023 der Wert von Gebäuden, die eine Zertifizierung von A und B haben, gestiegen. Jetzt bereits schon aufgrund dieser Tatsache, dieser Gesetzgebung. Und Gebäude, die schlechter sind als C, fallen jetzt schon im Wert. Das heißt, wie wichtig diese Beurteilung ist. Was bedeutet EPBD dann? Das verlangt die Digitalisierung. Da gibt es zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz muss die EU-Richtlinie in ein nationales Gesetz umwandeln. Wir brauchen selbstregulierende Einrichtungen. Neu zu errichtende Nichtwohngebäude müssen ein Gebäudeautomationssystem mit dem Automatisierungsgrad B haben, seit dem 01.01.2024. Und das Wichtigste hier, Bestandsgebäude ab 290 kW müssen bis Ende 2024 ertüchtigt werden auf den Automatisierungsgrad B. Das heißt, Sie haben nur noch 7 Monate Zeit, auf den Automatisierungsgrad B zu kommen. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, aber das EPBD ist gerade jetzt in den letzten Wochen aktualisiert worden. Und das muss in deutsches Recht, in das GEG eingehen. Das heißt, in den nächsten 2 Jahren, also bis 2026, muss es ein neues GEG geben.
Und da wird dann jetzt schon drinne stehen oder muss drinne stehen, dass Nichtwohngebäude ab 70 kW bis zum 31.12.2029 den Automatisierungsgrad B erreichen müssen. Ab 70 kW. Das ist jetzt schon klar, dass das in ein neues Gesetz münden wird. Hier einmal eine Übersicht. Die EU-Richtlinie EPBD ist in Deutschland in ein Gesetz umgewandelt worden, das Gebäudeenergiegesetz. Dieses Gesetz sagt, dass wir anhand der DIN V 18599 Teil 11 betrifft die Gebäudeautomation, einen Energieausweis ausstellen müssen. Bis jetzt ist es so, dass die DIN EN 15232 dafür Voraussetzung ist. Aber es gibt eine neue Norm, das ist die ISO 52120. Und die ist größtenteils identisch mit der 15232. Jedoch ist das die neuere Version, die auch einfließen wird in die 18599. Jedoch ist die 15232 noch gültig. Aber was soll's, in den 2 Jahren haben wir die 52120, also sollten wir auch jetzt schon mit dieser rechnen. Die gibt diese Ratings vor, nämlich die Energieeffizienzklasse A, B, C und D. Jetzt ist es so, dass Gebäude im Bestand wahrscheinlich alle in C sein werden. Und wir müssen mindestens auf B kommen, damit wir eine Förderung bekommen können und eben auch dem Gesetz entsprechen. Wir sehen hier die Betrachtung eines Gesamtsystems laut der ISO 52120. Wir sehen hier auf der rechten Seite haben wir die Nutzer. Die sollen bedarfsabhängig die Energie verbrauchen. Dafür muss natürlich auch die Verteilung bedarfsabhängig sein und die Pumpen zum Beispiel auch bedarfsabhängig im Teillastfall nur die Energie weiterleiten. Wir sehen hier auch die Erzeugung, also ich sage jetzt mal der Kesselbereich oder die Kälteerzeugung ist in dem Bereich so, dass wir ein Modell haben, das in der Erzeugung nur so viel Energie erzeugt wird, wie gebraucht wird, sowohl in der Kälte als auch in der Heizung, und die Verteilung auch nur so viel Energie verteilt, wie benötigt wird, und im Endeffekt die Nutzer die Energie verbrauchen, die nur notwendig ist. Die bedarfsgeregelte Erzeugung und Verteilung und Abnahme. Dann haben wir hier auch nach ISO 52120 mal ein Modell. Wie energieeffizient die Anlagentechnik betrieben wird, kann eben mit dieser Norm bewertet werden. Ziel ist der bedarfsgerechte Anlagenbetrieb. Wie erreicht man das? Das habe ich vorher an diesem Modell einmal erklärt, und wir sehen jetzt hier, dass wir hier zum Beispiel den Raum haben. Unter 1.1 haben wir zum Beispiel einen Heizkörper. Wie wird der bewertet? Die ISO 52120 sagt, dass Übergabe der Wärme in einem Raum, in einem Nichtwohngebäude, hier nehmen wir einfach mal einen Heizkörper an einer Schule, also hier ein Thermostat oder Raumsensor ohne Kommunikation zur Gebäudeautomation. Ich würde sagen, der heutige Standard. Laut der 52120 ist das nur Energieeffizienzklasse C. Um auf die Energieeffizienzklasse A zu kommen, benötigt man eine Einzelraumregelung mit Präsenzerfassung, die mit der Gebäudeautomation kommuniziert, also weitaus mehr als ein Thermostatfühler. Um auf A zu kommen, wird das aber benötigt. Unter 1.4a wird die Wärmeverteilung mit hydraulischen Abgleichen bewertet. Bleiben wir bei unserem Beispiel in einer Schule, einen Heizungsstrang mit, sagen wir mal, 12 Heizkörpern, mechanische Strangdifferenzdruckregler und voreingestellte Heizkörperventile sind vorhanden. Ich denke mal, das ist der Standard. Es könnte auch sein, dass der Standard schlechter ist, also statische Strangregulierventile, dann D.
Um eine Energieeffizienzklasse A zu bekommen, benötigt man an jedem Heizkörper ein dynamisches Ventil. Unter 3.4a wird die Kühlverteilung mit hydraulischem Abgleich bewertet. Auch hier bekommt man für einen dynamischen Abgleich am Strang und einem statischen Regelventil an einem zum Beispiel Fancoil in einem Hotel nur die Effizienzklasse C. Nur wenn an jedem Fancoil ein dynamisches Regelventil eingesetzt wird, gibt es die Energieeffizienzklasse A. Nach 7.4 wird das Gebäudemanagement klassifiziert. Das reine Anzeigen von Temperatur und anderer Werte ergibt nur eine Energieeffizienzklasse C. Eine Gebäudeautomation muss in der Lage sein, Umgebungs- und Energieaspekte zu bewerten, zu analysieren und letztendlich eine Leistungsbeurteilung anzuzeigen. Nur dann erhält das Haus- und Gebäudemanagement eine Energieeffizienzklasse A. Ja, unter 7.7 wird so ein intelligentes Netzwerk mit der Energieeffizienzklasse A belohnt. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Standard zurzeit eher bei C liegt. In den Beispielen haben wir gesehen, dass C ungefähr dem Standard entspricht. In der ISO 52120 werden Gebäude mit festgelegten Zahlen und Faktoren bewertet. Hat man zum Beispiel Büros mit einer Effizienzklasse C, kann man Maßnahmen ergreifen, wie wir in den vorherigen Folien aufgezeigt haben, um zum Beispiel von einer Energieeffizienzklasse C auf A zu kommen. Da jeder Gebäudebesitzer oder jede Wohnungsbaugesellschaft dann immer fragt, was bringt das Ganze, hat die 52120 die Antworten gleich mitgeliefert. Die Referenz hat den Faktor 1. Führe ich die in den vorherigen Folien gezeigten Maßnahmen zum Erreichen der Energieeffizienzklasse A durch, erreiche ich diese Klasse und spare Beispiel bei Büros 0,72 28% Energie ein. Zurzeit entwickelt Belimo ein Tool, in dem all diese Werte hinterlegt sind. Wir werden in einem weiteren Webinar dann dieses Tool hier bei der CCI einmal vorstellen. Ja, wenn Sie weitere Fragen dazu haben, wenden Sie sich gerne an unser Belimo Retrofit Team Deutschland. Das ist einmal mein Kollege Sven Gasch und das bin ich. Einfach unter info@belimo.de und dann werden Sie mit uns in Kontakt treten können und wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und werden auch bei konkreten Projekten Sie beraten.